Die neue Version von Python ist endlich da. Und ja, Version 3.13 macht ein paar Sachen anders. Wir müssen heute uns ein bisschen im Detail über GIL, das Global Interpreter Lock, unterhalten und den neuen Modus Free Threading. Und ja, es ist ein Zungenbrecher, zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das besser aussprechen könnt. Okay. Stellt euch das Ganze so vor. Wenn wir Multithreading machen, dann sieht das immer so aus. Also wirklich Multithreading. Ich rede nicht über Multiprocessing. Da werden wirklich mehrere Prozesse gestartet. Also mehrmals der Prozess Python.exe wird ausgeführt. Bei Multithreading werden mehrere Threads ausgeführt, die denselben Code haben und sich vor allem auch den Speicher teilen. Und wie das Ganze implementiert aussieht, das findet ihr in der Python-Playlist. Das ist hier gar nicht Teil der Debatte. Was aber wichtig ist, ist Folgendes. Ich habe mehrere Operations oder mehrere Anweisungen, die nacheinander ausgeführt werden. Aber jetzt habe ich plötzlich 2 Threads. Und in der Theorie könnten diese Threads, diese Anweisungen gleichzeitig ausführen. Man kann das alles intern regeln. Es können intern wirklich die anderen Cores auch verwendet werden. Und dann kann das durchaus auch geteilt werden. Und so ist Multithreading eigentlich auch gedacht. Ich habe mehrere Threads, die teilen sich den Speicher. Und die Fäden, also die Anweisungen, die ausgeführt werden, die, laufen gleichzeitig, sofern möglich. Schwierig wird es da aber eben nur mit Inputs und Outputs, beziehungsweise vor allem hier mit Speicherverwaltung. Nehmen wir an, ich habe ein Memory, wo x gleich 42 drin steht, oder ein bisschen genauer ein Dictionary mit K, also einem Key und dem Wert 42. Warum ein Dictionary? Naja, weil Dictionaries keine atomaren Datenstrukturen sind. Wenn ich einfach nur eine Zahl habe, also zum Beispiel x gleich 42, das ist ein Integer, den zu verändern, das ist immer eine atomare Operation, die kann nicht unterbrochen werden. Aber wenn ich eine Datenstruktur habe, wie etwa ein Dictionary, aber auch jedes andere Object in Python, dann kann diese Anweisung immer unterbrochen werden. Dann kann einfach mein Prozessor sagen, mein Betriebssystem kann sagen, Schnitt, nächster Thread ist dran. So, und dann habe ich 2 Threads, die gleichzeitig auf meinen Speicher zugreifen. Und gleichzeitig auf meinen Speicher zugreifen, beziehungsweise ich weiß nicht, wer zuerst dran ist und ich weiß nicht, wer als zweites dran ist, das führt zu Race Conditions. Und Race Conditions haben wir schon sehr, sehr ausführlich behandelt. Die wollen wir nicht. Im schlimmsten Fall kann es durch Race Conditions tatsächlich zum Deadlock kommen. Und das ist was wir nicht haben wollen. Sprich, wir müssen uns darum kümmern, wie multithreaden wir eigentlich, wenn es möglich sein kann, dass 2 Threads oder gar mehr als 2 Threads, stellt euch 2000 Threads vor, dass diese 2000 Threads gleichzeitig auf dieselbe Variable zugreifen und vielleicht sogar dasselbe machen. Hier den Key-Value zum Beispiel aktualisieren auf 1337 und hier vielleicht auf 69. Und vielleicht brauche ich genau diesen Wert für meine nächste Operation. Vielleicht brauche ich genau diesen Wert hier für meine nächste Operation. Da kommen natürlich falsche Berechnungen raus. Und das ist keine konstruierte oder seltene Sache. Das ist eigentlich normal, wenn ich Multithreading habe. Und genau da wird es jetzt spannend. Es gibt im Grunde genommen 2/3 Lösungen, wenn man so möchte. Und die gucken wir uns mal ganz kurz an. Und dann schauen wir, was Python bisher gemacht hat und was jetzt in Version 3.13 neu dazugekommen ist und was vor allem da die Roadmap ist. Denn die hat es durchaus in sich. Also zunächst einmal die, beste Implementierung wäre, alle Dictionaries in unserem Fall, aber auch wirklich alle anderen Objekte in Python, also alles, was nicht atomar ist, nicht Integer, sondern im Grunde wirklich jedes Object, das wir haben, muss thread-safe werden. Und Thread Safety ist was echt nicht ohne ist. Wir müssen, also ich habe das jetzt mal als kleines Beispiel für die Klasse Dictionary gebaut und auch wirklich nur rudimentär. Wenn wir ein Dictionary haben, hier unten, das Dictionary self.dict, das ist eine interne Variable von dieser Thread-Safe Dictionary Klasse und das ist einfach ein ganz normales Dictionary. Wenn irgendjemand darauf zugreifen will und das Ding setzen oder lesen möchte, also schreiben oder lesen möchte, dann zwinge ich den erstmal vorher, sich ein Log zu erarbeiten. Ein Log könnt ihr euch vorstellen wie ein Mutex. Das heißt, wenn ich ein Log habe, dann kann ich diese Variable verändern, dann kann ich diese Variable setzen, lesen, kann ich alles damit machen.
Wenn ich das Lock nicht habe, beziehungsweise wenn irgendjemand anders dieses Lock gerade hält, dann muss ich warten, bis der das wieder loslässt. So kann ich relativ schnell Thread Safety machen. Und da kann ich natürlich dann auch zum Beispiel einstellen, ich habe mehrere Locks, ich habe für jeden Key habe ich meinen extra Lock. Das kann man tweaken bis zum Ende, ja. Das ist wahnsinnig, was man da machen kann. Aber ich muss das machen für jede einzelne Klasse. Und auch jede Library, jede Bibliothek muss das machen. Plus, was noch dazu kommt, seht ihr das hier? Ich muss im Endeffekt mir eine extra Klasse bauen und ich muss hier mir ein Dictionary verwalten. Und ich muss eine Zeile, beziehungsweise genau dieses Log hier, muss ich separat noch zusätzlich verwalten. Wenn ich mich nicht um Thread Safety kümmere, dann muss ich das nicht machen. Und das bedeutet, wenn ich Thread Safe Dinge tun möchte, dann kostet mich das Laufzeit, wenn meine Anwendung nur einen einzelnen Thread hat. Weil, wenn ich nur einen einzelnen Thread habe, habe ich keine Race Condition. Ich muss mich eigentlich nicht um Thread Safety dann kümmern. Aber wenn ich grundsätzlich Thread Safety haben möchte, dann muss ich diese Anweisung trotzdem durchlaufen. Und genau das ist das Problem. Ich habe einen Overhead, es kostet mich sehr, sehr viel Zeit und Energie, das zu implementieren, und meine Anwendungen, die nicht mit mehreren Threads arbeiten, die sind ein bisschen langsamer. Die zweite Option ist daher bislang der Standard gewesen und die dritte auch so ein bisschen. Und zwar die zweite Option ist das Global Interpreter Lock, also GIL. Das war das, was wir bisher hatten. Und im Grunde genommen sagt das aus, dass nur ein Thread gleichzeitig ausgeführt werden kann. Alles ist im Endeffekt auf ein Mutex gelegt. Ihr könnt euch das wie ein globales Mutex vorstellen, das einfach gesetzt wird. Läuft der erste Thread, kann der zweite nicht laufen. Läuft der zweite Thread, kann der erste nicht laufen. Und so habe ich keine Probleme, dass irgendwelche atomaren Operationen plötzlich unterbrochen werden. Ich lasse einfach die Threads laufen und der Interpreter oder das Log dafür, das kümmert sich darum, dass nur einer gleichzeitig läuft. Das erleichtert übrigens auch sowas wie Garbage Collection, weil ich muss dann plötzlich nicht noch über verschiedene Threads zählen, ob noch eine Variable gültig ist oder nicht. Das heißt, aufgeräumt kann auch viel einfacher werden. Plus, C-Extensions sind sehr viel einfacher. Aber das hier nur am Rande, das sind zwei Themen, die müsste ich nochmal in separaten Videos behandeln. Die dritte Möglichkeit ist, dass wir das Memory einfach gar nicht teilen. Das heißt, der Thread 1 kennt nicht die Variablen, die Thread 2 hat. Das ist bei Threading normalerweise nicht der Fall. Aber dafür gibt es Multiprocessing. Und das ist tatsächlich eine Bibliothek in Python, die existiert. Multiprocessing nutzt nicht Threads, also die Systemvariante von Parallelismus, sondern sie nutzt wirklich einzelne Prozesse. Da gibt es einen Python-Prozess, der den ersten Prozess ausführt, und einen Python-Prozess, der den zweiten ausführt, und einen extra Python-Prozess, der den dritten ausführt, den vierten, fünften und so weiter bis zum 2000. Problem bei Multiprocessing: das ist ganz schön extra Overhead. Das bedeutet für meinen PC eigentlich, für mein Betriebssystem, das ist, als würde ich eine andere Python-Anwendung ausführen. Und da brauche ich einen Startbereich, die Anwendung muss gestartet werden, dann muss sie permanent laufen, ich muss immer gucken, welche läuft als nächstes, aber die kann natürlich auch auf jedem meiner Kerne laufen. So, das sind die drei Optionen, die ich habe, um sicher mit Multithreading umzugehen. Und wie gesagt, bis Version 3.12 inklusive, also die alten Versionen jetzt haben wir 3.13 bekommen, hatten wir im Endeffekt das Global Interpreter Log für Threads und wir hatten die Library Multiprocessing, wenn wir uns nicht den Speicher teilen wollten. Und man kann auch Processing sich Variablen hin und her schmeißen, aber es ist deutlich, deutlich komplizierter. Es sind nicht dieselben Variablen, wie das zum Beispiel beim Threading der Fall ist. So, und während wir das jetzt alles ganz kurz verarbeiten, möchte ich euch was anderes vorstellen. Und zwar, ich bin in gar nicht so langer Zukunft, nämlich am 25.10. wieder bei euch, also in München dieses Mal. Und zwar ist da wieder ITCS. ITCS, wer sie nicht kennt, ist eine unfassbare Technikkonferenz. Da gibt es wirklich permanent Vorträge auf mehreren Bühnen. Und auch ich werde wieder einen Vortrag auf der Hauptbühne halten dürfen. Und ich kann schon mal spoilern, es wird sehr, sehr spannend werden. Es geht um Cybersecurity natürlich mal wieder. Geht ja irgendwie immer bei mir. Ihr könnt dort aber auch mit sehr, sehr vielen Firmen sprechen, die euch im Endeffekt Jobs
anbieten können. Und gleichzeitig gibt es da auch einfach noch sehr, sehr viele spaßige Elemente. Es gibt immer eine Gaming-Area. Wir hatten schon Leute, die temporäre Tattoos bekommen hatten. Ihr seht hier im Hintergrund einen Boston Dynamics-Roboter, den ihr teilweise auch selber mal angucken könnt. Ihr könnt VR probieren und. Es gibt wirklich wahnsinnig viel. Und das Ganze ist für euch zu 100% kostenlos. Ich kann wirklich jedem, der da Zeit hat und in der Nähe wohnt, das nur empfehlen, dahin zu gehen. Es ist eigentlich komplett Banane, dass die das kostenlos anbieten, aber die Firmen bezahlen dafür, dass ihr da hinkommt. Deswegen ist es immer noch kostenlos. Und ja, das Ganze ist in München. Ihr seht hier die Adresse. Ihr könnt aber auch den QR-Code scannen. Dort bekommt ihr dann euer Ticket und könnt dann einfach mal gucken, wenn ihr da Zeit habt, dass ihr da vorbeikommt. Das ist ein Freitag, es geht von 10 bis 16 Uhr. Danach kann man sich auch wunderbar noch unterhalten und treffen und noch mit anderen vernetzen. Es gibt eine kleine Afterparty, deswegen kommt auf jeden Fall vorbei. Ich würde mich riesig, riesig freuen. So, und jetzt machen wir aber auch schon weiter. Also einmal noch mal ganz kurz eure Option. Wie gesagt, es geht um Multithreading. Und wir müssen uns überlegen, was macht heutzutage vor allem Sinn? Bislang war es das Global Interpreter Lock. Das heißt, dass wirklich nur ein Thread auf einmal laufen kann. Und man muss dazu sagen, das stimmt nicht so ganz, dass wirklich nur ein Thread auf einmal laufen konnte. Aber so ein bisschen. Also zu 99%. Wenn wir allerdings gesagt haben, wir machen zum Beispiel Input-Output, also sowas wie wir schreiben in eine Datei, dann war nur diese Datei wirklich blockiert für das Threading. Da wurde der Global Interpreter Lock ein bisschen lockerer betrachtet. Versteht der Wortwitz. Und wir haben viel mit Multiprocessing gemacht. Jetzt ist allerdings der Free Threading Mode dran. Und genauso heißt er auch, deswegen habe ich ihn hier Free Threading Mode genannt. Genau, der ist jetzt neu dazugekommen und ihr könnt den schon aktivieren. Er ist nicht einfach zu aktivieren, aber man muss ein bisschen rumspielen. Es gibt eine extra Version derzeit, die ihr installieren könnt, aber dann könnt ihr den schon benutzen. Und naja, ich zeige euch gleich, was ich da gefunden habe. Also grundsätzlich ist erstmal geplant, dass der Global Interpreter Lock, das GIL, dass das wirklich obsolet wird und irgendwann auch wirklich abgeschafft wird. Aktuell sind wir da aber noch lange nicht. Free Threading ist derzeit experimentell. Es ist eine Build-Time-Option, aber es ist nicht Default. Ja? Das heißt, ihr müsst erstmal wirklich diese Option bei der Installation aktivieren. Ich zeige euch gleich, wie das geht. Und ihr müsst danach explizit sagen, bitte schalt für mich, für diese Anwendung, für diese Ausführung hier, schalt den GIL aus oder das GIL aus und schalt dadurch eben Free Threading ein. Das ist die erste Stufe. Das haben wir gerade. Aber damit ihr das schon mal versteht, was da alles auf euch zukommt, habe ich euch schon mal ein extra Video dazu gebracht. Wie gesagt, das hier. Und Free Threading in der zweiten Stufe, die dann weiß ich, in Version 3.15 oder sowas vielleicht kommt, da wird es dann offiziell, das heißt, da wird es dann dabei sein und ihr könnt es immer an- oder ausstellen und ab der dritten Phase ist es dann wirklich auch der Standard. Das heißt, GIL wird dann erstmal nicht mehr standardmäßig aktiviert sein. Es wird lange Zeit wahrscheinlich noch die Option geben, GIL zu aktivieren, wenn man das braucht, zum Beispiel bei Legacy. Und irgendwann in der Zukunft wird dann wirklich das GIL auch entfernt werden. Also rausgeschmissen werden, weil man ist sich eigentlich einig, man möchte keine zwei verschiedenen Python-Versionen, eine mit Free Threading und eine mit dem GIL haben. Das möchte man einfach nicht. Deswegen, ja, das ist derzeit die Idee dahinter. Wie gesagt, wir sind gerade noch beim experimentellen Modus. Okay, und wir schauen uns einmal ganz kurz an, was ihr tun müsst. Wenn ihr Python 3.13 installiert, dann habt ihr bei den Advanced Options habt ihr einmal die Möglichkeit, Download Free Threaded Binaries, Experimental. Das ist die Option, die ihr haben wollt, wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt. Da könnt ihr euch dann mal angucken, wie das funktioniert für euch und was da eigentlich so gerade Sache ist. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mit py-list könnt ihr euch eure Python-Versionen anzeigen lassen. Im Normalfall, wenn ihr Py installiert habt, also py, das konnte man da auch aktivieren. Und dann habt ihr hier im Normalfall, also bei mir sind es natürlich mehrere Versionen, einmal die Version 3.10, einmal Version 3.11, einmal Version in meinem Fall 3.13, 12 habe ich irgendwie nicht installiert gehabt, interessanterweise. Und einmal habt ihr dann die Version 3.13t. Dieses T ist wichtig, weil das steht für Free Threaded. Ja? Das ist die Option, die ihr benutzen wollt, wenn ihr dieses Free Threaded verwenden wollt. Und wenn ihr dann eine Datei ausführen wollt mit Py, dann habt ihr Py minus Version, danach kommt normalerweise immer die Version, also minus 3.13
T. Wenn ihr das T nicht mit reinnimmt, dann kriegt ihr einen Fehler, dass man das GIL nicht deaktivieren kann. Anschließend müsst ihr aber trotzdem noch, weil es immer noch nicht der Default ist, selbst in der Free-Threaded-Version ist es nicht der Default, müsst ihr sagen, -x, GIL ist gleich 0 und dann könnt ihr eure Datei ausführen. So, genau das habe ich gemacht. Und ich habe einen Benchmark dazu geschrieben. Und diesen Benchmark findet ihr auf Patreon. Das ist ein Mandelbrot-Zoom, ein kleines Skript, das durchaus eine Weile Berechnung braucht. Ihr findet Link zu Patreon, findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, könnt ihr gerne bei euch selber laufen lassen. Könnt ihr euch auch einen eigenen Benchmark schreiben. Das bleibt euch völlig überlassen. Es tut eigentlich nicht wirklich was zur Sache. Ich habe nur einfach irgendwas gesucht, was lange läuft und was ich schön benchmarken kann. Was aber auch wirklich davon profitiert, wenn man es über Multiprozessoren ausführt. Und ich habe das jetzt erstmal mit Version 3.13 gestartet. Das heißt, die Version von Python 3.13, die nicht mit Free Threaded kommt. So, und das sieht dann so aus. Warum ich das gemacht habe, erkläre ich euch sofort. Zunächst einmal, auf der X-Achse findet ihr die Anzahl der Prozesse bzw. Threads. Ich habe einmal Multiprocessing getestet, einmal Multithreading getestet und einmal einen Single-Core getestet. Der Single-Core ist hier durchgestrichelt, weil ich kann natürlich bei einer Single-Core-Applikation nicht die Anzahl der Prozesse oder Threads erhöhen auf 32. Deswegen habt ihr hier Strichlichen, ja? Das dürfte klar sein. So, und genau, Single-Core war bei ungefähr so 21 Sekunden, wo meine Anwendung gebraucht hat. Während mit Multithreading, da war ich am Anfang ein bisschen schneller und dann plötzlich ein bisschen langsamer. Aber man sieht hier, es ist schon sehr nah am Single-Core. Wie gesagt, mein System ist kein perfektes Benchmark-Testsystem. Das ist einfach mein Rechner hier gewesen. Ich habe nicht alle anderen Anwendungen beendet und Windows frisst sowieso immer ein bisschen was an Leistung. Ihr habt sogar bei einem Server immer ein bisschen was an Overhead. Das ist kein wissenschaftlicher Benchmark. Ich wollte euch eine Idee geben, wo es hingeht. Und ihr seht gleich sehr, sehr deutlich, in welche Richtung es geht. Wo wir natürlich einen Speed-Up sehen, ist natürlich mit Multiprocessing, weil wir dort mehrere Prozesse haben, die das Ganze gleichzeitig ausführen. Und wie gesagt, eine Ausführzeit von 21 Sekunden, das ist schon einiges. Wir sind aber natürlich, wenn wir Multiprocessing verwenden, am Anfang ein bisschen teurer, weil das Aufsetzen von einem Prozess, also allein, dass ich einen neuen Prozess spawne, das kostet etwas Overhead. Und dieser Overhead, den seht ihr hier. Deswegen ist das am Anfang ein bisschen langsamer. Und dann aber schon ab, naja, ich würde sagen 3 oder vielleicht sogar bei 2 ist es schon ungefähr eben, aber ab 3 Prozessen wird es dann schon immer ein bisschen günstiger. Ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen gesmoothed vorstellen. Es wird wirklich exponentiell günstiger, bis ich dann halt irgendwann an meine Hardware-Ressourcen-Limits komme, weil ich auch nicht unendlich viele Kerne auf meinem Prozessor drauf habe. Ich lasse es nicht auf meiner Grafikkarte laufen. So, und das heißt, Multiprocessing bringt mir hier einen deutlichen Speed-Up. Und wenn ich 32 Prozesse gleichzeitig laufen lasse, dann bin ich ungefähr bei 9 Sekunden Ausführzeit. Wir sehen aber, dass es nicht so viel davon profitiert hat, ab so, naja, ein bisschen mehr als 20 Prozessen vielleicht. Also da war dann irgendwo Schluss. Kann einfach an meiner Hardware liegen, wie gesagt. Und jetzt wird's spannend. Das war ja noch mit dem GIL, also so wie wir es bisher auch kannten. Jetzt habe ich das Ganze mal mit der neuen Version ausprobiert, also tatsächlich mit 3.13t und habe dort das GIL ausgeschalten. Und das ist dieser Benchmark hier. Und hier sehen wir natürlich auch wieder, der Single-Core ist klar immer konstant und klar sehr, sehr langsam gewesen. Am Anfang war Multiprocessing teurer, klar, viel Overhead, aber er ist ein bisschen gesunken. Und Multithreading ist nochmal deutlich, deutlich mehr gesunken. Multithreading war dauerhaft besser als Multiprocessing. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich will hier einmal eine Sache machen. Ich habe das Ganze auch noch in eine einzige Grafik reingeklatscht, um euch mal den Vergleich zu zeigen. Wir haben, um auch einfach mal nur die Single-Core-Leistung zu vergleichen, wenn wir das Ganze mit Single-Core machen, Free Threading, das ist die blaue Linie hier oben, das war sehr, sehr langsam. Während wenn wir Single-Core mit GIL gemacht haben, da sind wir hier unten, das war schon deutlich schneller. Das war mehr als 5 Sekunden, würde ich sagen, war es schneller, wenn ich das GIL benutzt habe im Single-Core. Warum? Naja, wie gesagt, wenn ich alles thread-safe machen muss, dann ist das Ganze, gut, klar, ich habe immer ein bisschen Schwankungen drin, aber wenn ich alles thread-safe machen muss, dann muss ja insgesamt mehr an Anweisungen ausgeführt werden, einfach nur wegen dieser Thread-Safety. Also ist mein Single-Core insgesamt ein bisschen langsamer, wenn es sich um Thread-Safety kümmern muss, sprich in der Free-Threading-Version.
In der GIL-Version, die wir bisher haben, ist Single-Core schneller. Das hatten wir ja vorhin schon geklärt. Allerdings, Multiprocessing genauso. Multiprocessing haben wir hier einmal die Free-Threading-Version. Wie gesagt, die profitiert nicht so sehr vom Free-Threading, weil es ist Multiprocessing, nicht Threading. Also haben wir die hier oben. Die ist ein bisschen langsamer als die Multiprocessing-Version mit GIL. Das ist diese, ich würde mal sagen, schön kackbraune Variante hier, wobei es ist eigentlich, glaube ich, eher so was Rötliches. Das hier ist, wenn ich das GIL benutze für Multiprocessing. Da bin ich auch mit dem GIL ein bisschen schneller. Den größten Unterschied sieht man aber natürlich, und dafür ist es ja auch da, mit Multithreading. Hier oben haben wir die Version mit GIL, die ist quasi an der Single-Core-Linie dran, das macht quasi gar keinen Unterschied, während hier unten, das ist exponentiell gefallen. Und hier sehen wir auch ungefähr der Break-Even. Ab 5 Prozessen bzw. Threads waren die beiden sich dann noch irgendwann gleich. Einmal Multiprocessing mit GIL und einmal Multithreading mit Free-Threading. Das ist aber weiter nach unten gefallen. Und wenn ich hier 32 Kerne benutzt habe oder 32 Threads benutzt habe, ist es richtig, richtig schnell gewesen. Also, was bedeutet das jetzt für uns? Wir wissen jetzt, in welche Richtung Python auf jeden Fall geht. Sie wollen das Free Threading, also die Variante, die hier immer schlechter performt hat, außer bei Multithreading, die wollen sie definitiv irgendwann in der nahen Zukunft als Default machen. Ja, das steht eigentlich schon fest und es gibt viele Leute, die drücken darauf hin. Warum? Naja, weil wir ganz einfach sehr viel mehr Multithread-Applikationen haben, als wir das bisher hatten. Früher, ne, da wo Python entwickelt wurde, da gab es quasi keine Anwendung, die multithreaded war. Es gab ein paar wenige, aber die allermeisten Anwendungen waren einfach straight up Single-Core. Da muss man sich nicht drum kümmern. Heutzutage haben wir so eine starke Hardware, ich kann fast alles laufen lassen. Selbst dieser Benchmark da im Single-Core, der juckt mich nicht wirklich. 20 Sekunden tun mir nicht drastisch weh. Vor allem nicht bei so einer rechenintensiven Leistungsarbeit da. Ne? Mandelbrot Zoom in der Stufe zu berechnen, wie ich das hier gemacht habe, das ist schon echt Arbeit. Und dementsprechend juckt es mich auch nicht drastisch, ob das Ding jetzt 5 Sekunden oder 20 Sekunden dauert oder zwischen 20 und 25 Sekunden. Das ist ja eigentlich der Unterschied, den wir hier vergleichen müssen. Dementsprechend, man nimmt in Kauf, dass die Single-Core-Anwendungen etwas langsamer werden, aber dafür gleichzeitig Multithread-Applikationen, wo ich wirklich auch Performance optimieren muss, wo ich mich wirklich drum kümmern muss, dass was Gutes passiert, die möchte man schneller bekommen. Die möchte man einfacher bekommen mit Multithreading und vor allem schneller bekommen. Und tatsächlich, warum nicht einfach weiter Multiprocessing benutzen? Naja, ganz einfach, weil Multithreading einfach von dem Hin- und Herschieben von Variablen deutlich angenehmer ist als Multiprocessing. Ich muss mich bei Multiprocessing um alles selber kümmern, während bei Multithreading habe ich einfach die Variablen und ich kann darauf zugreifen. Aber, und das ist jetzt ein wichtiges Aber, jeder Hersteller von der Bibliothek muss sich derzeit dann selber um Thread Safety kümmern. Thread Safety bedeutet, ich muss mich um die Logs kümmern, ich muss gucken, wie kann ich das Ganze effizient machen und da kann ich sehr viel mehr tweaken, als ich das beispielsweise bei dem GIL konnte. Da konnte ich quasi gar nichts machen. Während hier kann ich jetzt relativ viel machen. Ich kann immer gucken, okay, kann da noch jemand drauf zugreifen, kann da jemand drauf zugreifen, kann da jemand drauf zugreifen. Und das ist wirklich, wirklich gut. Aber, und da kommen wir zu einem großen Aber, ich habe diese Benchmarks hier über mehrere Stufen erstellt. Die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, die habe ich nicht direkt mit erstellen können. Warum? Weil Matplotlib hat noch keine Thread Safety eingebaut, ist noch nicht für das No-GIL oder für das Free Threading optimiert. Und dementsprechend geht Python her und schaltet ganz automatisch wieder das GIL ein. Sobald ich einfach nur Import Matplotlib habe, wird GIL wieder eingeschalten. Und das wird auch so bleiben, sofern eben eine Bibliothek sich nicht um Thread Safety gekümmert hat. Sobald ihr eine drin habt, die das nicht bedacht hat, seid ihr gezwungen, das GIL zu benutzen. Ja. Und dementsprechend, es kommt einiges an Arbeit auf viele Entwickler zu. Bin ich mir relativ sicher. Es kommt einiges an Arbeit an das Python-Team, weil das muss man jetzt natürlich auch erstmal alles debuggen. Geht nicht davon aus, dass das Ding wirklich schon perfekt funktioniert. Es ist wahrscheinlich broken, noch nicht todesoptimiert.
Da wird noch mehr Performance rausgekitzelt werden, da wird noch mehr, mehr Stabilität rausgekitzelt werden. Die ganzen Libraries ziehen jetzt erst nach. Aber that said, ich meine, wenn wir eine Single-Core-Anwendung schreiben, dann ist uns die Laufzeit eigentlich fairerweise ziemlich egal. Es darf jetzt nicht todesunoptimiert laufen, aber ob es jetzt 1 Sekunde oder 1,2 Sekunden läuft, das juckt mich schon länger nicht mehr. Während wenn ich wirklich eine richtige, intensive Leistungsmaschine brauche, zum Beispiel für wissenschaftliche Berechnungen, die dann statt vielleicht 2 Wochen nur noch 1 Woche berechnen, dann macht das schon durchaus einen Unterschied. Und dementsprechend, ich finde die Änderung eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr dazu meint und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.